Ein Roadster-Umbau aus dem Hause Sport Evolution auf Basis einer BMW R90.6. R90.6 ist ein relativ seltenes Fahrzeug, ist gebaut worden von 73 und 76, vornehmlich für den US-Markt. Was war der größte Unterschied bei diesen Fahrzeugen? Das war der Tank. Die klassische BMW-Tankform, die gebaut wurde bis 73, da ist BMW auf eine andere Form übergegangen, die etwas schmäler, etwas dezenter war. Ja, das ist aber von der BMW-Gemeinde nicht so angenommen worden und ab 76 sind dann auch wieder die klassischen BMW-Tanks verwendet worden. Ja, ich persönlich finde, dass dieser Tank auf dem Serienmotorrad, was sehr breite Schutzbleche hatte, sehr ausladende Sitzbank hatte, dass es da etwas zu schmal war, zu klein war, der Tank von der Proportion nicht dazu gepasst hat. Ja. Aber gerade für unsere Umbauten verwenden wir diese Tanks sehr, sehr gerne, ja, weil es einfach von der Schmalheit, von der Kleinheit her gut zu den schmalen Hecks und zu den schmalen Fronts passt. Ja. Was ist noch unterschiedlich an den älteren Modellen? Ja, man erkennt die älteren Modelle auch an diesen Luftfiltergehäusen hier. Ja, damals war es so ein Aluminium-Guss-Luftfiltergehäuse. Ja, diese Luftfiltergehäuse verwenden wir auch bei neueren Umbauten gern, bei den Leuten, die sagen, ich möchte keinen offenen Luftfilter haben, ja, möchte aber trotzdem nicht diesen schwarzen Kunststoffkasten haben, verwenden wir oft diese Gehäuse. Ja, wenn das gemacht wird, muss man immer auch diese Anlasserhaube mitverwenden, weil diese Teile zusammenpassen, aber auch beide Teile passen auf die modernen Motorradgehäuse drauf. Ja, man erkennt diese alten Motorräder auch an diesem Räderkastendeckel, ja, wo der Antrieb der Nockenwelle drunter sitzt. Ja. Die moderneren Fahrzeuge haben alle diese Kühlrippen hier an der Seite. Die älteren Fahrzeuge hatten das nicht. Ja, auch der Deckel ist etwas glatter. Gell? Also der ganze Motor sieht in sich genommen halt eben von der Oberfläche glatter aus. Wir haben noch ein paar Unterschiede, gell, was die Motor-Upgrades angeht. Gell. Die Bohrungen für die Zylinder, für die Kolben sind kleiner in den Gehäusen. Wenn wir die upgraden auf höhere Hubraumklassen, auf 1070 Kubik zum Beispiel, dann müssen wir die Motorgehäuse aufspindeln, ja, was aber jetzt für uns kein Problem ist, im Haus auszuführen. Ja. Was ist ein weiterer Unterschied? Ja, die Endantriebe sehen anders aus. Ja, die moderneren haben hier so eine Art Kühlrippen drin. Ja, auch dieser Vorsprung für das Kegeltellrad ist etwas größer. Ja. Sieht hier auch noch mal etwas klassischer aus, etwas glatter von der Oberfläche. Die Felgen waren anders. Ja, wir haben so ein Feinspeichen-Design gegenüber den Monolever-Felgen. Ist natürlich Geschmackssache. Finde ich auch persönlich, dass es sehr, sehr schön zu so einem Fahrzeug passt. Ein weiterer Unterschied betrifft die Bremsanlage. Die moderneren BMWs haben alle schon Festsättel gehabt, die in dem Bereich drin war. Das hier ist ein Schwenksattel, der unten dran ist. Schwenksattel, warum? Weil der sich in der Richtung bewegen lässt. Diese Bremsanlagen sind in der Serienausführung, also mit Serienbremsbelägen und Serienbremsscheiben, nicht wirklich wirkungsvoll. Also da muss man wirklich sagen, wenn man das serienmäßig fährt, das macht nicht viel Freude. Wir graden das ab mit anderen Bremsscheiben, mit dem höheren Reibwert und Bremsbelägen mit dem höheren Reibwert, verwenden dann andere Handpumpen und muss man sagen, in dem Zusammenspiel, du vermisst nichts. Also wenn du damit fährst, mit so einer Bremsanlage und kommst wieder und denkst, ja, das bremst alles optimal. Ich habe nicht irgendwie das Gefühl, dass ich irgendwie einen sicherheitsrelevant oder Sicherheitsnachteile habe bei so einer Bremsanlage. Ja. Alles im Allen kann man sagen, wenn so ein Fahrzeug abgegradet wird mit diesen Bremsanlagen, mit den Fahrwerken, mit den Sachen, wie wir es ausführen, mit den Geometrien von den Motorrädern, ja, dann rücken diese ganzen BMWs, also Twin Shock, Monolever, Paralever, alles was wir haben, von den Fahreigenschaften sehr nah zusammen. Ja, und man hat im Grunde nicht das Gefühl, auf einem Motorrad zu sitzen, was 50 Jahre alt ist.